Muss ich jetzt nicht beschönigen. Ich bin nicht der Held, der alles kennt oder sonst irgendwie. Ich habe mir diese ganzen Sachen erstmal erarbeiten müssen, weil ich habe es auch noch nie gemacht. Ja, es ist prickelnd. Sagen wir mal so. Leute, was soll ich sagen? Ich habe gestern hier wie heißt das? Ihr wisst schon, geschraubt. Exzessiv oder wie auch immer. Ich habe alles zerlegt hier. Ja, da bin ich auch kein Spezialist, wie das alles funktioniert. Ja, ich habe mir dann ganz viel bei YouTube rausgesucht, was andere YouTuber so gefilmt haben dazu. Leider bin ich da auch nicht bei allem so richtig fündig geworden. Ihr seid froh, dass ihr nicht dabei wart. Ich habe mir hier die Finger, ich war am Fluchen, Katastrophe, und da zugucken, wie ich dann gucke, wie andere gucken, macht keinen Sinn. Ich erkläre es nachher vielleicht ein bisschen, wenn ich es wieder zusammenbaue, dass man weiß, wo man drauf achten muss beim Auseinanderbauen. Aber es ist schon heftig, ne? Das ist jetzt nicht mal eben so gemacht. Und wie gesagt, der Finger werden immer ordentlich viel geklemmt. Ja, was machen wir jetzt als nächstes erstmal? Jetzt muss ich mal rausfinden, was mit dieser Klappe hier ist, oder mit diesen Klappen. Das sind ja diese Verstellklappen, wo hier die Luft umgeleitet wird, nach oben, unten an die Füße und so weiter. Und da klemmt offenbar irgendwas. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, was. Da müssen wir jetzt mal auf Forschungsreise gehen. Das ganze Ding mal eben ausbauen ist ja auch nicht so einfach, weil dann muss ich noch mehr hier rausmachen. Ich will jetzt versuchen, mit den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, irgendwie den Fehler zu lokalisieren. Ja, heute ist Samstag. Da werden wir gleich auch ein bisschen Formel 1 nebenbei schauen. Ist nämlich heute der erste Grand Prix. Dass ich Formel 1 Fan bin, müsstet ihr eigentlich wissen. Ich habe ja auch mal da gearbeitet, bei Toyota in Köln. Ja, Fußball ist auch noch. Der BVB spielt auch. Hören wir uns auch noch im Radio nebenbei an. Und Schrauben, Fußball, Bierchen gibt's, was zu rauchen. Also der übliche Samstagnachmittag in der Garage, ne? Sagen wir mal. Ja, wird wieder Abend werden. Gestern war auch spät, 11 Uhr. Hing wieder der Haussegen schief. Kann passieren. Tut mir leid, Frau. Hab dich trotzdem lieb. Ja, auf geht's. Ja, Leute, ich bin gerade am Verzweifeln. Also das ist überhaupt nichts meins. Jetzt bin ich hier stundenlang mit dieser Klappe. Ich habe jetzt rausgefunden, dass diese mittlere Klappe da total geklemmt hat. Jetzt habe ich da Öl, Fett, alles reingesprüht. Das wird nachher stinken wie Sau, wenn die Heizung angeht. Und es tut sich immer noch nichts. Ja gut, das wird so über Zahnräder übertragen. 1000-mal gedreht. Ich weiß nicht mehr weiter. Alle Klappen sind leichtgängig. Nur dieses Hauptteil hier in der Mitte, da mit der Hand, ja, aber sobald da das Zahnrad wieder dran ist, klemmt. Also mehr Fett kann ich da nicht dran machen. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Keine Ahnung. Konsequenz wäre jetzt, alles auszubauen. Dann muss ich Lenkrad ausbauen, Airbags ausbauen, noch hier noch ausbauen, diese ganze Verstrebung rausbauen, damit man dieses Teil da rauskriegt. Die Mittelkonsole, Schaltung, das muss alles weg. Nee, ich muss das irgendwie so lösen. Das ist mir, okay, ich weiß nicht mehr im Moment. Ich bin ein bisschen gerade, der Zeitaufwand ist viel größer, wie wir den Motor ausbauen, das alles zu reparieren. Ich habe jetzt auch nichts gefilmt groß, weil dann würde ich wahrscheinlich 3 Wochen brauchen dafür. Alter Schwede. Ja Leute, nach gefühlten 47 Millionen Stunden habe ich die Mechanik wieder hinbekommen. Geht hier um diese Klappen. Da sind so Zahnräder, 3 Stück an der Reihe. Die bewegen sich über diesen Bautenzug hier. Und das mittlere davon, also die mittlere Klappe, die war so blockiert oder so verklemmt mit diversen Heißluft-Föhn-Eskapaden und Schmierungen hier. Na, da habe ich das jetzt wieder hinbekommen. Ich kann das jetzt hier mit einem
Schraubenzieher mal betätigen. Es geht auch jetzt mit dem Bowdenzug wieder leicht. Nur, dass ihr mal seht, was das hier alles so ist. Also, man kann das jetzt leicht bewegen. So, jetzt haben wir das mal gerade gebogen. Der lässt sich wieder einigermaßen leicht rein und rausschieben hier. Kann ich ganz leicht wieder bewegen. Alles ein bisschen eingeölt, Heißluftföhn und was weiß ich, was ich da alles eingesetzt habe. War Fummelkran hoch 10. Konnte man nicht filmen, das hätte jeden Rahmen gesprengt. Wer sich das vornimmt, der muss sich viel Zeit mitbringen, wenn mal sowas ist. Ne? Alleine dieses ganze Ausbauen hier, ne? diese ganzen, das ist nicht ohne, ne? Sagen wir mal so. Ja, jetzt bin ich einigermaßen erleichtert, dass ich das hinbekommen habe. Puh. War aber sehr aufwendig. Das war sehr zeitintensiv. Trotz, dass ich nicht gefilmt habe die ganze Zeit. Ne? Normalerweise hätte das jetzt das Dreifache gedauert, weil dann muss ich wieder überlegen, wie hänge ich die Kamera hin? Wo kann ich euch das zeigen? Ja, ich will ja auch mal irgendwann fertig werden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ja, als nächstes legen wir jetzt mal das Cockpit wieder rein. Dafür müssen wir ganz schön viel Fummelarbeit machen, die ganzen Kabel und so. Aber schaut zu. So, Männers, jetzt versuchen wir mal, das Ding wieder hier einzufädeln. Ist gar nicht so einfach. Schon die falsche Position, da komme ich da oben am Spiegel nicht vorbei. Handbremse stört. Okay. So, haben wir das ungefähr in der Position. Noch über den Schalter hier drüber weg. Ist alles gar nicht so einfach. So, jetzt liegt das Ding hier. Jetzt müssen wir natürlich die ganzen Kabel wieder finden, die irgendwo reingehören. Ich würde sie mal vorher rausholen. Da haben wir was. Ich glaube, das gehört zum Tacho. Hier oben waren ein paar Kabel. Die gehören da irgendwie rein. Für das Display. Dann haben wir, glaube ich, 2 oder so. Dann haben wir den ganzen Gedönse hier unten für die Heizung. Und will ich auch erstmal hier durch haben. Das Teil will ich jetzt auch nicht mehr unbedingt ausbauen. Vielleicht kriege ich das so durch. Ich hoffe es mal. Ohne das zu zerstören. Radiokabel. Irgendwelche anderen Kabel, Lichtkabel. Alter Schwede. Ich krieg die Pimpernellen. So. Ja, jetzt noch ein bisschen fummeln. Haben wir das hier so hinbekommen. Es ist nicht easy, das ist oben eingerastet. Es ist wieder in der richtigen Position. Die Stecker haben wir jetzt hoffentlich alle hier an der richtigen Stelle rausgezogen wieder. Eigentlich kann man da auch nicht viel verkehrt machen. Uneasy ist das hier, weil ich ja diesen Seilzug, der da oben irgendwo hängt, nicht aushängen wollte, weil man da oben nicht dran kommt. Bei dem anderen hier an der Seite sieht es besser aus, da kommt man ja leicht dran. Das geht. Nichtsdestotrotz kriegt man dieses Gedönse hier nicht so einfach raus. Ne? Also in der Anleitung steht ja bei Opel, man muss das da aushängen und dann kann man das rausnehmen, logisch. Noch ist alles heile, funktioniert, bewegt sich alles hier, die Züge. Klappe geht noch, das ist das Wichtigste. Ja.
Jetzt geht es weiter mit Zusammenfummeln. Ja, jetzt haben wir das Armaturenbrett drin. Das sind hauptsächlich diese Metallschrauben mit Gewinde, richtig. Da haben wir 1, 2, 3, 4 und auf der anderen Seite auch noch einer 5. Da hält das ganze Grundgehäuse mit drin und natürlich oben wird das eingerastet. Jetzt machen wir als nächstes hier die Kappen an der Seite, dass das zu ist. Da sind die Nasen nachher dran für diese Airbag-Abdeckung. Ja Leute, hier, das ist der Airbag, das ist jetzt nicht irgend so ein Sicherheitsgurt. Das Ding platzt nachher auf, an beiden Seiten, also nicht daran rumfummeln, schön vorsichtig. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt alle Kabel hier wieder an der richtigen Stelle rausgeholt habe, dass da nichts noch irgendwo hinter vergessen wurde. Weil je mehr ich jetzt zusammenbaue, umso schwieriger wird es nachher. Die Klappe funktioniert noch. Sieht man ja, sehr schön leichtgängig jetzt. Zack, zack. Passt. Ja, die Plastikteile hier in der Ecke, die werden einfach nur eingeklipst. Hier sind 2 Nasen und das war's dann. Ich zeige es euch mal von außen hier, vielleicht könnt ihr das erkennen. Es kommt einfach da in die Ecke rein. Dann muss das da innen drin wieder einrasten in diesen Nasen da. Zack, und schon drin. Ja, als nächstes machen wir mal hier die A-Säulen und Airbag-Abdeckung wieder rein. Sollte eigentlich auch ganz easy sein. Dann haben wir hier unten eine Klammer, die da hinten reingehört. Hier haben wir diesen Metallclips. Der sitzt da. Einmal da rein. Und hier oben wird dieses Teilchen wieder eingehakt. Und dann und der Rest wird mit dem Gummi gehalten, denke ich mal. Ob das vom Lichter ist, der Clips da oben wieder rein. Aber geht auch. Dann haben wir eine Führung. Eine Führung hier hinterm Gummi, schon drin. So. So, haben wir die Ecke fertig. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Dann sieht das auch wieder schön aus. Haben wir auch drin. Natürlich habe ich vorher die Scheibe da geputzt und diese ganzen Teile hier mit Kunststoffreiniger gereinigt. Aber putzen wollte er nicht sehen, deswegen haben wir es jetzt mal nicht gezeigt. Also die Teile sind schon mal drin. Jetzt bauen wir mal den Tacho und so wieder ein. Ja, die Armaturentafel an sich hier da, oder den Tacho, ist relativ unspektakulär. Das ist hier dieser eine Zentralstecker, ein ganz kleiner und 3 Schrauben. Heute alles digital. Ja, spektakulärer wird es dann jetzt bei der Schraubenwahl. Ich weiß gar nicht mehr, ich blicke da gar nicht mehr durch. Das sind kurze, lange, dicke, dünne. Der Stopfen, der war von unten von der Heizung. Das weiß ich auch aktuell nicht. Dann haben wir hier noch ein paar in einer Dose. Das war aber, glaube ich, alles, was hier am Lenkrad dran gehört. Jo, da müssen wir jetzt mal wieder fummeln. So, als nächstes setzen wir mal ganz unspektakulär. 1, 2, 3. So. Als nächstes setzen wir mal ganz unspektakulär hier mein repariertes Teilchen wieder ein. Sieht sehr gut aus. Da sind hier 1, 2, 3 Schrauben. Die werden von hinten reingedreht. Ist ein bisschen fummelig. Kommt man leider nur mit der Ratsche drauf. Und das machen wir. Dann haben wir das auch erledigt. Hier müssen wir gucken, dass die Wickelfeder ordentlich drin sitzt. Das rastet dann so mehr oder weniger hier ein. Alles ganz unspektakulär. Und jetzt müssen wir hier von hinten, kriegen wir es drauf. Da sitzen dann die Schräubchen, irgendwo da oben tief drin. Machen wir da mal rein und dann sehen wir uns wieder. Der ist halt ein bisschen tricky, da kommen wir nur mit der kleinen Ratsche und einem T25er Einsatz dran. Aber es geht. Sieht jetzt ein bisschen schief aus, aber man kann es ja nicht falsch anschrauben. Das passt ja nur in der einen Position. Jetzt müssen wir mal die Verkleidung hier wieder montieren. Mit den diversen Stickern.
fürs Zündschloss, hier den Ring für die Wegfahrsperre. Aber ist auch unspektakulär. Da sind eine Schraube, 2, 3 Schrauben nachher. Das oben wird dran geklipst. Stecker wieder dran, kann man sich auch nicht vertun. Der große gehört hier unten dran. Der gehört ans Zündschloss. Und das ist der Ring für die Wegfahrsperre, was am Schlüssel ist. So, für die Verkleidung gibt es hier 2 kleine Kreuzschrauben. Die kann man auch erreichen, wenn das Lenkrad montiert ist. Wenn man das halt dreht, ne, dann kriegt man diese Stellung frei, dass man mit dem Schraubendreher da dran kommt. Und die andere ist halt hier unten drin, kommt man auch jederzeit dran. Ja, um den unteren Teil hier abzumachen, muss man hier eine Schraube, die ist hinter so einer Klappe versteckt, lösen. Hier oben ist es nur reingeschoben. Dann sitzt hier eine Schraube und eine da unten im Eck. Dann kommt man von unten ran. Dann macht man hier den Deckel auf, dahinter ist der Sicherungskasten. Den Stecker hier raus und dann kann man das schon nach vorne wegnehmen. Und beim Einbauen natürlich rückwärts. Ja Leute, jetzt habe ich mir hier einen Wolf gefummelt. Und zwar habe ich da unten vergessen, den Zigarettenanzünder anzuschließen. Ich habe die ganze Heizung alles drin gehabt. Das war schon alles fertig. Ich konnte den ganzen Kram wieder rausmachen. Ja, super. Das ist eine einzige Katastrophe. Man kriegt das Ding da einfach nicht raus. Da habe ich jetzt 1,5 Stunden gefummelt, nur um dieses verschissene kleine Kabel da wieder dran zu kriegen. Weil es soll ja auch alles funktionieren. Und jetzt ist die Birne immer noch kaputt und die Glas ist auch kaputt. Also mit langer Zange, mit langen Finger von unten, von oben. Man sieht nichts, da kommt kein Licht hin, wenn man die Lampe reinhält. Katastrophe. Hauptsache der funktioniert, dass man sein Handy laden kann. Das ist das Wichtigste. Ob da jetzt Licht ist, ist mir relativ egal. So, als nächstes fummeln wir mal dieses Ding hier wieder rein. Hier das Rohr, das wird ja eh nur hier oben reingestülpt. Und hier mit dem Clips wieder festgemacht. Das ist keine Kunst. Dann nachher das Armaturenbrett wieder vor, die 1, 2, 3, 4 Schrauben. Und dann ist die Ecke auch schon fertig. Ja, hier müsst ihr drauf achten, das wird hier oben einmal hinten mit in diesen weißen Körper eingeschoben. Drüben genau das gleiche auf der anderen Seite. Dann haben wir hier die Schraube, hier ist noch so ein Pinöppel. Der ist unsichtbar, der rastet auch ein, dann ist das wieder bündig. Das ist schon die ganze Kunst. Die Fußmatte noch drunter weg. So. Ja, wenn ihr das silberne Teil hier ausbauen wollt, da sind hier 1, 2, 3, 4 Schrauben da oben. Hier sind rechts, links so 2 Klipse. Und dann ist das hier unten hinterm Radio, ne, wo das so auch eingerastet ist. Das heißt, das Radio muss eh raus, die Schrauben los, dann kann man das hier rausbiegen und fertig. Hier fehlen jetzt noch die Luftdüsen. Da habe ich jetzt 2 neue bestellt, weil bei einem die Innereien da drin sich zerlegt haben und das hält nicht mehr zusammen. Egal, gibt es günstig im Netz. Eine neue und die kommen dann da rein. Ja, dann als nächstes da oben das Teil. Morgen hoffe ich kommen meine Birnchen. Dann machen wir auch hier die Heizungsbeleuchtung wieder heile. Ne, da tauschen wir die Birnchen aus, dass wir auch wieder Licht hier haben, schön. Und dann sind wir dann hier innen drin auch soweit fertig. Ja, das Lenkrad kommt noch. Okay, was ich gerade festgestellt habe, hier die obere Schraube, die hält auch dieses Teil mit. Das heißt, die müssen wir später reinmachen. Hier kommt ja noch diese Abdeckung für den kleinen Lautsprecher oben drüber. Die ist aber nur reingeklipst. Und der Rest von dem Teil ist auch nur geklipst. Sind hier überall rechts, links und so weiter Klammern. Auch hier vorne. Und das war eben die Schwierigkeit, das Heile da rauszubekommen. Aber ist auch schön sauber. Kommt wieder rein. Fertig. So, auch hier nur rein. Da oben ist ein Zentralstecker für das Display. Ich lasse es jetzt erstmal lose liegen. Das wird erstmal alles getestet nachher. Weil diese ganzen verkackten Klammern da wieder rauszukriegen, das ist die Hölle. Da habe ich ja Ewigkeiten für gebraucht. Besonders wenn man nicht weiß, wo die genau sitzen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, wir machen jetzt gleich mal einen Funktionscheck, nachdem wir das Lenkrad drin haben. Und dann nachklipse ich das alles zusammen.
Wer weiß, nachher rastet das hier wieder nicht ein, dann muss ich das wieder ausbauen, das ausbauen. Ja Leute, ich glaube, hier dieser Verein hier, ja, der kommt zweimal die Woche bei mir. Jetzt haben wir schon wieder unsere schönen Teilchen hier. Das sind unsere Luftdüsen, die ich bestellt habe. Hier sind so ein paar Birnchen drin, da gucken wir gleich mal rein. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn da Schönes? Ein Satz Tischstuhl. Ja, den habe ich für die Klimaanlage bestellt. Dann können wir die nämlich auch abdichten und wieder befüllen lassen. Was haben wir hier? Autohebelset. Ah, da habe ich mir endlich mal diese Hebel bestellt, weil ich war es nämlich leid mit dem ganzen Fummelei hier. Was haben wir denn da? Kann man das aufmachen? Ihr wisst schon, hier diese Knebel, Hebel, wo man dann diese Plastikteile da vielleicht leichter rauskriegt. Schauen wir mal. Dann haben wir hier, das werden die kleinen Birnchen sein für das Armaturenbrett. Das werden wir jetzt als erstes brauchen. Und dann haben wir nochmal, ja, das ist so ein großes Birnenbrett, da sind alle Birnen drin, von allen Sorten. Habe ich mal bestellt, sind zwar so billig Dinger, aber da ist alles drin, was man braucht. So auf die Schnelle, sonst bin ich immer nur am Suchen. Ja, da sind alle Größen, Farben und so, orangene, weiße, immer 20 Stück von jeder Sorte. Ich bin es leid, immer zu suchen. Und dann rennst du wieder irgendwo hin, sind zwar irgendwelche billigen. Egal, aber man hat sie da und kann sie mal schnell einsetzen und ist auch gut. Ja. Und jetzt bauen wir mal die Birnchen hier im Tacho ein, oder nicht im Tacho oder in der Heizung. Und dann können wir den Rest zusammenbauen, da freue ich mich schon. Ach ja, und die Lüftungsdüsen hier, die nachgemachten. Schauen wir mal, wie die Qualität da so ist. Ja, ich habe mir gedacht, ich bestelle gleich zwei. Dann sieht das wenigstens einheitlich aus. Ich weiß nicht, wie abweichend die sind. Da schauen wir jetzt mal rein. Ich mache das mal kurz auf. Gut verpackt sind sie auf jeden Fall schon mal. Nochmal extra mit Lupo verpackt. Guck mal hier. Jetzt haben wir hier dieses nachgemachte Ding. Funktioniert. So, stellen wir mal gegenüber dem Originalteil. Ja, gut. Man sieht, die Qualität ist nicht ganz so gut. Ne? Der Chromgriff hier, das ist jetzt das originale Opel-Teil hier. Der Chromgriff ist schon ein bisschen anders. Und auch dieser schwarze Lackring hier ist nicht so schön. Aber da könnte ich jetzt zur Not den Original nehmen. Kann ich ja hier abmachen, da drauf klipsen. Dann ist wenigstens dieser Piano-Lack wieder schön. Und mal gucken, ob dieses Teil hier passt. Und dann würde ich das schon tauschen, weil das sieht einfach schöner aus. Ja, was soll ich sagen? Passt genau sind sie. Sind so reingeflutscht, angesetzt, rein. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, das war jetzt total easy. Passt genau, Genauigkeit okay. Okay, mit dem Chrom ist jetzt nicht so anmutig wie das Original hier. Aber es funktioniert alles. Sehr schön. Okay, klemmen wir mal kurz die Batterie hier an. Und dann starten. Ich hänge das mal kurz drauf. Mal kurz Licht einschalten. Was geht? Haben wir doch Licht schon mal da. Ah, guck mal, da leuchtet auch schon. Sehr schön. Machen wir Zündung an. Da oben leuchtet auch. Jetzt haben wir heute den 2.11.2009. Auch schön. Inspektion müssen wir auch machen. Okay. Ja, wenn wir jetzt hier mal auf Licht machen. Jetzt steht es hier auf 0 auf Licht. Zack, haben wir alles an. Geht sogar. Dimmfunktion. Ist ziemlich dunkel gestellt hier. Okay, passt. So. Ja, da unten die Aschenbecherbeleuchtung geht leider nicht, weil da komme ich nicht an diese Birnen dran. Ich bin froh, dass ich diese verfickten, Entschuldigung, ich bin froh, dass ich diese Scheißstecker da drauf gekriegt habe. Ich habe mir die Finger verbogen, da ist Metall da unten drin, da kommt man überhaupt nirgendwo rein, da ist Katastrophe. Ja, dann bauen wir das mal zusammen hier. Ja, da die LEDs funktionieren auch alle. Weißbare Heckscheibe geht nur wenn Zündung an. Upsala, da ist ja ein Gang drin. Aber Zündung ist ja eigentlich an, ne?
Warum geht das jetzt nicht? Geht das mit überlaufendem Motor? Muss man doch mal starten. Ah ja, jetzt geht das auch. Klima, machen wir aus. Umluft. Aber das macht mir Sorgen. Tür schließen. Airbag. Ach, das. Ja, logisch, der Airbag fehlt ja. Okay. Ja, den machen wir jetzt als nächstes rein, den Airbag. Dann ist der Fehler auch weg. Erstmal Lenkrad festziehen. Ich habe das alles noch los. Wollte wissen, ob die Birnchen hier beleuchtet sind. Das leuchtet auch. Schön, wenn ihr das seht im Dunkeln. Alles super. Hier, da, die leuchten. Das Einzige, was nicht leuchtet, ist der Aschbecher. Hier unten dieser. Ist mir auch egal. Ist nicht lebenswichtig. So, können wir Batterie wieder ab. Können wir alles schön zusammenbauen. Radiobeleuchtung, ja, wollte ich eigentlich auch noch testen. Hänge ich auch mal in das Radio noch dran. Ja, Radiobeleuchtung geht auch. Ja, können wir alles schön zusammenbauen. Aber ich glaube, die Tasten da oben waren nicht beleuchtet, ne? Ne, das fühlt sich auch nicht, das ist aufgedruckt. Gut, sehr schön. Hier haben wir jetzt soweit alles zusammen. Ich habe das Radio noch nicht eingerastet, weil ich gleich noch mal checken will. Als nächstes machen wir hier das Lenkrad feste. Die Schraube hier, das ist so eine riesen fette Schraube mit Torx. Ja, die wird aber laut Opel Handbuch mit Schraubenkleber, seht ihr ja, eingesetzt und mit 30 Newtonmeter angezogen. Und das machen wir jetzt mal. Schraubenkleber drauf auf die Schraube. Jetzt die 30 Newtonmeter. Ich habe mal mein Knie da unten dran zum Bremsen. Ich will das Zündschloss ja nicht kaputt machen. Okay, nehmen wir beide Knie, drücken dagegen und dann knack. Nochmal gegentesten. Knack. Ja, haben wir das auch feste. Was können wir jetzt hin? Airbag einsetzen. Das ist auch nichts Spektakuläres. Da werden die beiden Stecker wieder angesteckt und dann rastet das hier an den Klammern ein. Einfach reindrücken, klack, klack und drin ist es. Aber vorher machen wir jetzt noch mal einmal Funktionscheck, bevor ich das alles jetzt hier so zusammenbaue. Weil dieses Airbag da rausfummeln ist gar nicht so einfach. Ja, Radio funktioniert anscheinend. Hier jault jemand rum. Machen wir mal aus. Da oben funktioniert es. Licht haben wir jetzt aktuell aus. Schalten wir mal ein. Alle Birnchen funktionieren. Können wir mal ein bisschen heller drehen. Ist jetzt alles auf dunkel. Aha, das wird auch heller. Sehr schön. Die Airbag-Leuchte blinkt immer noch, weil der Airbag ja noch fehlt. Alles andere scheint zu funktionieren. Die Taste funktioniert. Da jedenfalls die LEDs. Ob es jetzt tatsächlich funktioniert, werden wir dann sehen. Das funktioniert immer mit Zündung, haben wir ja vorhin festgestellt. Ja, Beleuchtung funktioniert noch. Warnblinker geht auch. Sehr schön. Dann können wir jetzt alles zusammenbauen. Das heißt, alles zusammenbauen heißt jetzt die beiden Stecker hier am Airbag dran machen, den Hupenknopf installieren, die 4 Dinger hier rausziehen. Können wir jetzt sofort machen. Zack, reindrücken. Radio ist eingerastet. Sehr schön. Funktioniert. Sound, Feder, Settings, Balance, Rec. Haben wir nicht gesehen. Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass das gleich aufhört. Wenn nicht, müssen wir das Gerät nochmal hier unten das ODB, an den ODB 2 anschließen und die Fehlermeldung mal löschen. Aber schöne Lederlenkrad macht sich schon ganz gut hier, ne? Hat sich die Investition ja gelohnt, muss ich sagen. So, arbeiten im Airbag. Ja, für Privatleute immer schwierig.
bin ja auch privat. Oh, Licht aus hier. Auf 0. Ja, Airbag aus und einbauen für Privatleute immer schwierig. Da muss man eigentlich eine Lizenz für haben. Okay. Zunächst ganz wichtig, immer Batterie abklemmen. Dann habe ich gelesen, bei Opel, jetzt muss man jetzt mindestens eine Minute warten, bis sich dieses System deaktiviert, auch trotz dass die Batterie abgeklemmt ist. Okay. Dann müsste man theoretisch sich erden, das heißt, man macht sich hier so am Arm da so ein Armband drumherum, dass man keine statische Aufladung hat, dass man irgendwas zünden kann. Da muss man sich da, ja, jetzt warten wir mal ab. Schauen, dass wir können uns auch erden hier an eine Steckdose zum Beispiel. Bevor ich da einsteige, greife ich hier meine Steckdose da rein an diesen Erdungskontakt. Bin ich auch geerdet, die statische Aufladung ist weg und dann kann man da dran rumschrauben. Darf man aber nicht als Privatperson normalerweise. Deswegen mache ich das auch nicht. Ich zeige es euch nur. Ja, mache ich auch nicht. Ich zeige euch nur, was man nicht machen darf. Okay? Einigen wir uns so. So, da ich ein genauer Typ bin, haben wir jetzt mal eine halbe Stunde gewartet. Sollte jetzt alle Kondensatoren sich entladen haben. Jetzt hauen wir das Teil wieder rein. Im Prinzip keine Kunst. Die Stecker sind kodiert, das heißt, die passen nur einmal. Die müssen einrasten hier. Die Hupe, ja, da haben wir zwei Ansteckmöglichkeiten, einmal da, einmal da. Ob das was mit Links- oder Rechtslenker zu tun hat, keine Ahnung. Wenn das richtig eingerastet ist, rein ist, dann wollen wir es eigentlich nur noch reindrücken. Machen wir jetzt. Leider habe ich nur 2 Hände und deswegen mache ich das jetzt alleine. So, ich nehme es mal vom Weiten auf. Wenn was explodiert, seid ihr live dabei. Zack. Bis jetzt ist nichts explodiert. Jetzt seht ihr hier die beiden Klammern. Die drückt man runter. Zack, eingerastet, eingerastet. Jetzt die beiden Hupen oder diese Hupenknopf noch da oben rein. Zack. Jo, das war's schon. Airbag wieder montiert. Ja Leute, wenn ihr euch da nicht sicher seid, fummelt da nicht dran rum. Das ist kein Spaß mit so einem Airbag. Ne? Also nicht, dass da irgendwer rumfummelt, der absolut keine Ahnung hat vom Auto, der jetzt gerade mal irgendwie eine Radkappe abmachen kann. Das bringt nichts. So. Das blinkt immer noch. Zündung ist noch an. Airbag blinkt immer noch. Okay, dann müssen wir mal den Fehler auslesen. Ich glaube auch nicht, dass das was bringt, wenn ich den Motor starte. Nein. Hupe geht. Ich schätze mal, der hat jetzt einen Fehler drin, dass der Airbag nicht drin war. So, jetzt haben wir den Laptop mal angeschlossen. Lämpchen blinkt. Starten wir mal bei unserer Software hier und gucken mal nach den Fehlern. So, jetzt sind wir dem Airbag-Steuergerät. Jetzt lesen wir mal die Fehlercodes aus. Passenger Airbag Switch Circuit High Voltage Can Boost Communication Driver Airbag bla bla bla, hast nicht gesehen. Open, open, open. Jetzt machen wir mal hier Clear Fault Codes. Okay, no DCTs präsent. Lampe blinkt nicht mehr. Airbag Lampe ist aus. Okay. Alles andere ist an. Machen wir mal raus. Zündung aus, an. Starten. Blinkt nicht mehr. Da ist noch der Sicherheitsgurt. Die Handbremse. Ja. Leute, wenn ihr da sowas rumfummelt, wäre es schon ganz gut, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, das mit so einem Laptop zu machen, weil sobald der Airbag, vielleicht ist es auch deswegen gewesen, weil ich zwischendurch mal eingeschaltet habe, um die Lampen zu kontrollieren, da war der Airbag nicht montiert, vielleicht wird dieser Fehler da nicht entstehen, aber wenn er dann da ist,
Ja, da muss man halt irgendwie gucken, dass man guten Connection hat zur nächsten Tankstelle, wo eine Werkstatt ist, so wie ich. Oder man hat selber so einen Laptop mit der Software und dem China-Kracher da unten. Ne? Das funktioniert auch. Fehler sind jetzt gelöscht. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwas manipuliert habe, sondern einfach nur diese Fehlercodes gelöscht. So Leute, ich habe jetzt mit dem System nichts manipuliert oder irgendwie sonst irgendwas. Ich habe ganz normal, wie jeder Autohändler das auch macht oder Werkstatt oder wie auch immer, der irgendwelche Software hat, diese Fehlercodes gelöscht. Der Fehlercode ist weg, der Fehlercode war eindeutig da präsent. Und ja, wenn der Fehler jetzt wiederkommt, dann mache ich mir Gedanken und Sorgen. Wenn ich das selber nicht im Griff bekomme mit meinem Wissen, dann werde ich mich an irgendwen wenden, der sich da besser mit auskennt. Aber ich glaube, das ist schon so okay gewesen, weil jetzt sind alle weg. Ich habe jetzt alle Steuergeräte nochmal durchgegangen. Könnt ihr nochmal gucken hier, close. So, jetzt sind alle Fehler weg. Ja, jetzt läuft hier wieder alles schön. Alle Lampen sind aus hier. Ich mache nochmal hier den Scheinwerfer aus. Keine Fehlermeldungen mehr. Da sind keine Fehlermeldungen mehr von den ganzen Steuergeräten. Und ja, jetzt fahren wir mal eine Woche damit rum. Und schauen wir mal, wie es sich so entwickelt. Mit der ganzen Technik, ob das alles funktioniert. Also ich fahre jetzt das Auto eine Woche zur Arbeit. Jeden Morgen 40 Kilometer. 40 Kilometer zurück. Das heißt, eine Woche mal 5 Tage sind 400 Kilometer. Und da kann man schon einiges erfahren. Autobahn, Landstraße, bisschen Stadtverkehr, ist alles dabei. Und dann kann ich das Auto auch guten Gewissens weiterverkaufen.